Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie zur Präsentation des neuen Headcoaches der Oberwart Gunners sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind, was uns zeigt und bestätigt, dass wir uns sehr lange Zeit gelassen haben und die Neugier und das Interesse schon sehr groß ist, wer in Zukunft unser neuer Headcoach in Oberwart sein wird und mit welchem Trainer wir in die Saison 2012-2013 gehen. Wie Sie wissen, waren wir vor einer neuen Herausforderung gestanden am Ende dieser Saison, nach dem Rücktritt unseres bisherigen Trainers und Meistertrainers Neno Asteric, bei dem ich mich an dieser Stelle auch sehr, sehr herzlich noch einmal bedanken möchte. Wir hatten eine wunderschöne Zeit und einen tollen Erfolg und ihm auch alles Gute wünsche für sein neues Engagement. Und wir haben uns dann im Vorstand Gedanken gemacht über die Situation und uns dazu entschieden, uns bewusst Zeit zu lassen, weil es nicht nur darum ging, einen Trainer zu bestellen, es geht auch darum, aufgrund der Konstellation unserer Mannschaft und der sich künftig stellenden Herausforderungen ein neues Team, ein neues Programm aufzubauen. Und wenn man hier wissen will, wer die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein soll, dann muss man sich Zeit nehmen. Und das haben wir auch getan, haben natürlich gespürt, dass der eine oder andere, vor allem aus unserer Fangruppe, schon wissen will, naja, was ist jetzt und wer ist es jetzt. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr gut war, dass wir uns wirklich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Für uns ist die Besetzung einer Trainerposition die wichtigste Personalentscheidung im Club. Und ich freue mich sehr, dass wir eine Entscheidung oder zu einer Entscheidung gekommen sind, mit der wir alle sehr glücklich sind, sehr zufrieden sind und wirklich frohen Mutes und voller positiver Energie in die Zukunft schauen. Ich darf den Andi nun bitten, nachdem er die Hauptarbeit leisten durfte und auch wollte, im Zusammenhang mit der Auswahl des Trainers zu erzählen, wie es dazu kam, dass wir uns für Tom Johnson entschieden haben, den ich an dieser Stelle in Oberwart sehr herzlich willkommen heiße. Ich freue auf eine Zusammenarbeit mit ihm und der dann im Anschluss ein bisschen über sich selbst erzählen wird, aber zuerst möchte ich den anbieten, dass er über, wenn ihr so wollt, das Auswahlverfahren und wie kam es dazu, dass Tom hier jetzt zwischen uns sitzt, dass du ein bisschen über das erzählst. Danke. Also, Tom Johnson ist der Headcoach, den wir aus über 50 Kandidaten oder sagen wir Bewerber ausgewählt haben. Von diesen über 50 Bewerbern haben wir 8 Coaches zu einem sogenannten Jobinterview in Oberwart eingeladen. Einige davon waren auch ein paar Tage hier und konnten sich hier die Infrastruktur ansehen, die Leute kennenlernen und wir konnten die Coaches besser kennenlernen. Und ja, am Ende dieses Auswahlverfahrens und dieser vielen Gespräche hatten wir dann eine Top-Liste von 5 Kandidaten und darunter war Tom Johnson einer davon, neben einem Spanier, neben einem Slowenen zum Beispiel und neben einem Finnen. Und wir haben uns dann letzten Endes für Tom Johnson entschieden, weil wir der Meinung sind, dass er der richtige Mann ist, um die nächsten 2 Jahre mit uns das Basketballprogramm Oberwart Gunners weiterzuentwickeln. Wir haben uns auch bewusst für einen Westeuropäer, sage ich jetzt einmal im weitesten Sinne, entschieden. Wir wollten nach erfolgreichen Jahren mit Berica und Ascaric aus der ex-jugoslawischen Basketballschule dem Club eine neue Perspektive geben, einen anderen Basketballphilosophie-Zugang, zumindest jetzt einmal für die nächsten 2 Jahre.
Ja, einen Punkt wollte ich noch sagen, das fällt mir jetzt nicht ein, fällt dir ein, Erwin? Nicht wirklich. Ja, die nächsten 2 Jahre wird Tom Johnson hier bei uns sein. Ja, Tom, das wieder übernehmen. Irgendein Punkt, den ich unbedingt sagen wollte, aber der ist mir jetzt entfallen. Aber ich würde vielleicht noch, wir haben ja diese Informationen aufgelegt, vor allem für unsere Pressevertreter, aber es sind ja nicht nur Pressevertreter da, sondern ich freue mich vor allem auch, dass unser unter Anführungszeichen mehr Ehrenvorstand heute gekommen ist. Freut mich wirklich, dass ihr da seid, und auch der eine oder andere Gast. Und daher möchte ich mir nur diese Minute Zeit nehmen, auch um ein bisschen über den Tom zu referieren. Er schaut viel jünger aus als ich, ist aber nur eine Spur jünger auf dem Geburtstag. You look much younger. You look much younger than I am, but according to your birth date, you're just a little younger. So I opened now the secret. Und Tom ist ledig mit einer Tochter. Er ist gebürtiger Kanadier mit Doppelstaatsbürgerschaft, also kanadisch-irisch, Irish. Und war natürlich auch ein Profispieler, der bis hin zum Nationalteam Kanada es geschafft hat, hat in Italien, Frankreich und auch in Deutschland gespielt. Seine letzte Station als Trainer, die anderen könnt ihr nachlesen, er war unter anderem in Belgien, wo Bernd Wolczyk lange gespielt hat. Seine letzte Station als Trainer war in Luxemburg. Und ich habe das mit Gordi schon erwähnt, dass wir ihn schon länger kennen, das heißt der Andi schon länger mit ihm in Kontakt war. Und es auch eine Beziehung gibt, die Kanadier verfolgen sie ja weltweit gegenseitig, und nachdem Gordi Herbert auch ein Kanadier ist, kennen sich die beiden sehr gut. Zugegeben eine Referenz, die nicht ganz ohne Wirkung war bei uns, dass wir uns mit ihm intensiv auch auseinandergesetzt haben. Was uns aber genauso wichtig war, ist, dass er von seiner Referenz und allem, was wir recherchiert haben, beide Fähigkeiten besitzt, nämlich die eine auf einem hohen Niveau zu coachen und auch die andere mit jungen Spielern Entwicklungsarbeit zu machen. Es wird beides bei uns notwendig sein, sowohl sich den Herausforderungen der Bundesliga zu stellen, mit allem, was dazugehört, als auch unserem Eigenbau die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. So viel einmal zur Einleitung. And now, Tom, I would like to invite you to introduce yourself. In the first round, whatever you want to tell the public now. Told a lot already. We all understand that you do it in English because your German class starts tomorrow, right? That's what we agreed upon. That would be good. Frage in die Runde, wollt ihr eine Übersetzung oder schaffen wir das ohne? Schaffen wir es ohne? Okay, without translation, so speak a little slow and they Okay. bitte. I'm really excited about being here. Thank you for coming here today. I started my coaching career in Finland. 1 year after I stopped playing, I was fortunate enough to start immediately as a head coach. I don't know if that's fortunate, but certainly my three years in Finland was very important for my growth. With my wife being Belgian, it was obviously important for me to look at, not spending the rest of my life in Scandinavia, and was fortunate enough to get an opportunity in the first division in Belgium. I coached 3 teams in Belgium: Vilvoorde, Ulst, and Liège. I think in all the situations there, I think we did more than what was expected. I think in those situations they were all teams with maybe a little bit less economic means, but we found a way to maximize the potential in each of those situations. After I left Liège, I had the opportunity to work with the Oklahoma City Thunder, as there wasn't a head coaching position available to me after my second year in Liège. And I scouted for Oklahoma City, did some scouting consultancy in France and Germany. And that relationship evolved to me being involved in the summer process. So I do
mini camps in the summer. I've done that the previous two summers. I went to, finally got an opportunity to work with my longtime friend and mentor, Gordie Herbert, when he went into Frankfurt. Coaching change. I went in as assistant coach with him. The team was sort of in the middle of the pack and struggling, and we ended up going to the finals that year and losing to Bamberg in the 5th game of the championship series. I wanted to stay in Frankfurt, and I got an opportunity to go to Turk Telekom as an assistant coach. And unfortunately, that experience wasn't what I thought it would be. The team struggled in the preseason. The recruitment was poor. The head coach came under pressure right away, and that level of competition, oftentimes when the head coach leaves, the whole staff comes under pressure, and the new coach came and a new staff came in. I still learned a lot. It was a great experience. I'm happy that I had that, but it didn't go the way that I thought. Because I was away, and my daughter, I was looking for opportunities to possibly work with Gordie again, and didn't get the opportunity to evolve in Berlin, as you know, he couldn't get, just couldn't get happening. And I had another opportunity in Luxembourg, which was close to my family, in Belgium, close to my daughter, and I worked in Luxembourg this past season. Okay, Tom hat zwei ganz wichtige Dinge gesagt, die auch wichtig waren für unser Auswahlkriterium. Und zwar, dass er vor allem in Finnland und in Belgien genug Erfahrung sammeln konnte, mit begrenzten oder mittelmäßigen Mitteln mehr zu erreichen, als zu erwarten war von der sportlichen Seite. Und genau so einen Mann haben wir auch gesucht, der hungrig, top motiviert ist, internationale Erfahrung hat, aber in dieser internationalen Erfahrung auch weiß, wie er mit begrenzten budgetären Mitteln umgehen muss, um hier das Optimum rauszuholen. Also er passt von dieser Warte her wirklich gut zu uns. Und ich weiß schon, was ich vorher noch sagen wollte, ist in der Coach-Suche, wir haben bewusst versucht, jemanden zu finden, der in Österreich noch nicht gearbeitet hat, der mit einem völlig unvoreingenommenen Blick auf unser ganzes Basketballprogramm, auf den Gesamtverein herangehen kann und gleichzeitig auch internationale Erfahrung hat, der sieht, wie das bessere Basketballnationen, bessere Basketballligen, größere Clubs handhaben und uns so hilft, uns als Gesamtverein auch weiterzuentwickeln. Okay, Tom, we already explained why we decided to invite you to take our head coach spot. What I can imagine now, what our guests would be interested in, why did you decide to come into Oberwart? And what are your personal expectations after having a first view on our players, on the organization, and everything else? You know, I think, firstly, in terms of the decision, I'm very, very excited about this situation. I've known Andy since 2004. I met him when Gordie Herbert was coaching in Paris, and we've you know, it's not like we call each other up every 1 or 2 weeks, but we've always had contact, and I think that for me, I want to work in an environment that if people have players come and want to work hard and want to practice the right way, and I know that for sure that's what's going on here, and then also you know the structure of how hard people work and how maximizing the resource. I think they do a great job here at maximizing the resources here. And I want to work in a professional environment, and that wasn't the situation for me last season, unfortunately in Luxembourg, and you know, so it's really important for me to work in an environment where there's a staff, and I think that's what's happening here. And in working in a staff, there has to be lots of communication. And so I like the fact that everyone is available, and that people are here working, and this is how I like to work. So I'm feeling very comfortable right now about this. I'm very excited about the fact that we have, you know, a core group of 6 domestic players,
that I think that know how to come to practice, and we can all work together and do something special this season. You already mentioned a little bit the team. What is your impression after having some videos scouted? What do you expect? What's going to come up? Well, I need to look at a lot more. I think this is just the beginning. Now with either if my German improves or Goran's English improves, I don't know what happens first. We'll be able to Goran Bateker, the assistant coach. Wo ist das denn überhaupt? Das wusste, dass die Englischkeule gelegt. So, I think I need to do a lot of research. Now is the time to. We've got lots of video, and we've got a lot of logistical and organizational discussion this week. And I need to. Now I have a lot of time to really study the league and depthly, and look at a lot of video, obviously, and try to maximize the potential of each player based on that information, and find, it's difficult to say how exactly we're going to play specifically offensively, but for sure we're going to run. We're going to play an up-tempo team. I think with this group, we've got to run. We've got to find 3 foreign players that fit that philosophy. But I reserve to say we're going to do this, we're going to do that exactly offensively until we know what the foreign players are, because we want to be able to put each player in a position where they can bring their strengths and be successful. So I think and I'm able to do that. I think we need to see the whole picture. We don't have that right now. I think we're going to run from our defense. We're going to be. I think we got to find a way to speed the tempo of the game up. So we have to be disruptive. The advantage I have is that I'm coming in after a very good coach. So Nino did a great job. They have good habits, and I think philosophically, I think obviously we all have different approaches as coaches, but I think I'm going to for me it's very important the mental approach of the group. That means at the beginning to define goals, and work on. For me, the big thing is confidence. The guys have to be confident, and with that confidence and developing, maybe a different mental approach, I think, that feeling within the group will filter, and hopefully we'll have 12 guys, or 9 to 12 guys that will want to spit blood for each other every time we step on the floor. Gunners Basketball. Ist natürlich, was Tom jetzt gesagt hat, mit ein Grund, warum man sich dann für einen Trainer entscheidet. Es gibt viele Erwartungen, die man hat, und Sie wissen ja, dass nicht jede Person immer sehr gut an jeden Ort passt. Und uns war das wichtig, jemanden zu finden, der von der Energie und von der Emotion auch nachvollziehen kann, was hier gelebt wurde in den letzten 15 Jahren, dem das nicht fremd ist und der sagt, okay, das gefällt mir, da kann ich sofort hineinsteigen. Was aus meiner Sicht jetzt vielleicht noch wichtig ist, bevor wir Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, ich möchte noch ein paar technische Details anschließen, weil wir es glaube ich noch nicht gesagt haben. Wir haben bekommen einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und haben als Klausel drinnen die Option eines Ausstiegsrechts auf dem internationalen Markt, also außerhalb Österreichs, Europa oder USA, nach einem Jahr. Ja, das ist die Begründung für dieses Ausstiegsrecht, ist ganz einfach. Es gibt 2 Möglichkeiten, sich bei der Trainerfrage einer Entscheidung anzunähern. Das eine ist, man nimmt einen eher jungen, unerfahrenen Trainer, der gibt dir wahrscheinlich auch eine längerfristige Sicherheit. Das zweite ist, du nimmst jemanden, der schon Erfahrung hat, der vielleicht international auch schon ein bisschen bekannt ist. Da muss man sich dann auch immer ein bisschen bewusst sein, wer wir sind und woher wir kommen und in welchem Land wir tätig sind, weil dieser Trainer wird gerne hierher kommen, aber nur dann, wenn wir ihm auch die Möglichkeit geben, sollte es eben aus der großen, weiten Welt einen Ruf geben, dass er dem auch folgen kann. Da muss die Grundsatzfrage stellen, kann man diesen Preis bezahlen? Wir haben letzten Endes das entschieden, dass wir sagen, okay, wir akzeptieren das. Daher ist die Zielsetzung
our goal we have together is to plan to work for 2 years. I just explained it now. And we have this option if any international challenge comes up to you after the first year, that we have the option that you can follow that either in Europe or in the United States, except Austria, of course. Not zu Fürstenfeld. Also diese Möglichkeit hat man nicht gegeben, dass noch ein Jahr aussteigen kann und nach Büssing geht oder so. Das geht natürlich nicht, aber es geht um seine persönliche Weiterentwicklung, die Oberwart dann ja eigentlich nicht verhindern soll. So viel, glaube ich, einmal von unserer Seite. Und jetzt, Andi, wenn du nichts mehr spontan hast, glaube ich, der wir euch einladen, wer immer. Und zwar nicht nur die Journalisten, vielleicht fangen wir mit den Journalisten an. Es kann jeder gerne eine Frage stellen, dem eine Frage im Herzen liegt. Bitte sehr. We open up question. By now, do you have any new players in mind? We have, compiling a list of possibles. But it's, obviously it's this time of year. It's, I believe that if you know exactly what you want, and you have the opportunity to get that player right now, then I think you go. But if not, and with the salary demand and all of this, that sort of situation, I think that then you have to be patient and wait. And we have to be bang on. I think we have to, in some situations you may have to take a calculated risk, but you have to be a bit lucky. But I think we have to be very, and we have to be right on. With the three foreign players, they have to bring something exceptional in each of their roles in order for us to play at the highest level. Womit auch klar ausgesprochen ist, dass wir uns mit 3 Legionären verstärken werden. Und er weiß, dass wir da uns wünschen, dass wir uns auch dort vielleicht die nötige Zeit lassen, um wirklich sicher zu gehen, that they can bring something exceptional. Weil das ist das, was wir brauchen. Und Tom wird jetzt nächste Woche nach Oklahoma, zu dem NBA-Club, der gerade in der NBA-Finals ist, und arbeitet dort mit. Und you will be with Oklahoma next week, and then you will attend to some camps also in July. So there's a lot of opportunity to really scout the market. Also er hat wirklich Zeit genug, sich auf die Spieler. Trainingsstart ist am 25. August. Also bis dorthin haben wir noch genug Zeit und brauchen keine Schnellschüsse machen. Das muss man vielleicht dazu sagen und noch in Erinnerung rufen. Saisonbeginn ist am 6. Oktober und der Trainingsstart am 25. August. Das ist in 2 Monaten. Also besteht jetzt aus unserer Sicht überhaupt keine Eile, da jetzt schon einen Spieler zu präsentieren, und wir werden ihn da eher entschleunigen, es sei denn, er ist überzeugt, die richtige Person zu haben im Rahmen des Budgets, dann natürlich warum zuwarten. Aber es besteht da zeitlich im Moment überhaupt kein Druck. Aber wann wird man das Team dann vorstellen letztendlich? Spätestens am 25. August, wobei auch dann noch nicht sicher ist, dass alle 3 Legionäre fix da sind. Ja, aber es wird wieder ein Season Opening geben, wahrscheinlich das 3. September-Wochenende, und das ist 2 Wochen vor Meisterschaftsbeginn, und allerspätestens da sind alle Spieler an Bord, wobei wir natürlich das Ziel haben, am 25. August mit Trainingsstart loslegen zu können, aber da gibt es nie eine Garantie. Und weil Szene kennt und sich damit beschäftigt hat. Wolfgang wants to know what is your present knowledge about the Austrian League. Did you have a chance to have a look at the opponents already, or Yeah, I've watched some video, but like I had said, I need to research and study, and that's obviously very important. But I'm really concerned. My focus is really on the individual parts that we have now, and to put together a plan, Goran and I, to maximize the potential of them, and to again work on this role play. We got a lot of garbage, I don't look at it as a negative thing. I think we got to look at it as a positive thing. But we have to find, we've got to maximize the potential of each of this situation, and I'm concerned, and of course you have to know the league, but I want to be. I'm really concerned about
about us. And I'm pretty sure if we maximize the parts and we do everything we're supposed to do for us, you know, it's going to take me seeing each team one time. That's going to happen. And we play each game and we prepare for each game. And you know, after the first round and you see everyone, you know, I'm gonna know the league. You know, we're gonna get better as time goes on. That's the idea. That's the objective.